Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine selbstgeschriebene Geschichte aus meiner Kindheit vor, auf vielseitigen Wunsch. Mit der großen Schwester war das Leben bunt und abenteuerlich. Sie war 14 Jahre älter als ich. Wenn sie samstags von der Arbeit nach Hause kam, brachte sie uns zwei Kleinen immer etwas mit. Sehr beliebt war der Pfefferminzbruch und die Wundertüten. Beim Pfefferminzbruch bekam man für ein paar Pfennige eine ganze Tüte voll rosa-weißer Bruchwürfel. Die Wundertüte waren gefüllt mit allen Dingen, die aus zerbrochenen Packungen stammten, die man nicht mehr verkaufen konnte. Wenn man Glück hatte, war sogar ein Ringlein mit einem bunten Glasstein dabei. Das andere waren zerbrochene Waffeln, Kekse, Schokoladestückchen und mehr. Wir liebten diese Tüten. Dann saßen wir glückselig, lutschend, kauend bei ihr an ihrem Toilettentisch und sahen bewundernd zu, wie sie sich schmückte, ihre blonden Haare bürstete und schöne Kleidung anzog. Und dann ging sie aus, sie tanzte so gerne. Einmal nahm sie mich mit in die Stadt in ein großes Kaufhaus. Das war das reine Wunder für mich. Wir wohnten in einem kleinen Vorort, sehr ruhig, sehr naturnah, mit Wiesen, Feldern, einem großen Wald, einem kleinen Fluss, Gänseherden, eigenen Gärten mit vielen Haustieren, friedlich, ruhig. Das Kaufhaus überwältigte mich total. Eine Etage strahlender, schöner als die andere. Dinge, von denen ich noch nie gehört oder gesehen hatte. Die Spielwaren mit den vielen Puppen waren ein wahres Wunder. Immer wieder blieb ich staunend zurück, bis sie mich ungeduldig weiterzog. Und plötzlich war sie nicht mehr da. Hatten wir uns im Gedränge verloren. Die Menschen standen wie eine Mauer um mich. Das Stimmengewirr wurde immer lauter und lauter. Niemand beachtete mich und dann wurde ich ohnmächtig und sank lautlos zu Boden. Nun wurden nach und nach einige Frauen auf mich aufmerksam, kümmerten sich um mich. Sie ratschlagten, schimpften auf meine Mutter. Sie dachten, meine Mutter wäre mit mir hier, streichelten mich, sprachen auf mich ein. Ich blieb stumm liegen. Plötzlich arbeitete sich eine Frau durch die Menge, stürzte sich auf mich, nahm mich in die Arme, trocknete meine Tränen mit einem duftenden Taschentuch und sagte: »Ja, Helgele, wie kommst denn du hierher?« Es war eine Tante von mir, die ich nicht sehr oft sah. Sie erklärte den Umstehenden, wer sie sei, und da ich ihre Hand fasste und mich an sie drückte und mit Weinen aufhörte, ließ sie uns ziehen. Ich wollte nur raus, raus, raus und dachte in diesem Augenblick nicht an die arme Friedel, die mich bestimmt verzweifelt suchte. Tante Lotte fuhr mit der Straßenbahn zum kleinen Ort, wo sie ein schönes Haus hatte. Mein Onkel begrüßte mich liebevoll, richtete ein duftendes Bad für mich. Die Tante brachte ein Nachthemd und warme Socken. Dann saß ich vor einer Platte mit Wurstsorten, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Weißem Brot, aber ich schlief schon nach den ersten Bissen ein. Mittlerweile waren auch meine Eltern benachrichtigt worden. Onkel und Tante hatten ein Telefon, was damals nicht sehr üblich war, und Nachbarn von uns auch, und dort riefen sie an. Eine völlig aufgelöste Friedel atmete erleichtert auf. Alle zu Hause waren wieder froh. Ich schlief in meinem schönen Bettchen. Am nächsten Tag gab es ein tolles Frühstück. Tante Lotte packte mir eine Tasche mit allerlei Überraschungen ein, und dann klingelte es auch schon und mein guter Vater stand vor der Tür mit seinem alten, großen Fahrrad. Tante legte mir eines ihrer sehr schönen Sofakissen auf den Rücksitz und flüsterte mir zu: »Das darfst du behalten.« Es war das Paradies. Aber ich wollte doch nach Hause. Sie hätten mich so gerne ein paar Tage oder länger behalten. Sie hatten keine Kinder. Aber Vater lehnte sogar das Frühstück ab, sagte Danke, danke, danke und setzte mich auf den Rücksitz, Füße weg von der Radkette, und dann fuhr er los. Ich umklammerte glücklich seinen Leib und drückte meinen Kopf an seinen Rücken
Und ab ging's nach Hause. Danach durfte mich Friedel nicht mehr so weit mitnehmen. Das war auch schlimm für beide. So, das war's. Ich sag euch Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.